Es ist mal wieder an der Zeit für eines der Gerichte, die ganz einfach in der Zubereitung sind und der ganzen Familie schmecken. Wir brauchen dafür nur etwas Gemüse, Reis und Oberkeulen vom Huhn ohne Knochen, denn dieses Fleisch ist besonders saftig. Und damit geht's auch schon los, denn ich vermische mein selbstgemachtes Hühnchengewürz mit etwas Olivenöl und zwar so viel, dass daraus so eine schöne Paste entsteht. Ihr könnt natürlich auch gekauftes Hühnchengewürz verwenden, aber ich habe es ganz gerne, so natürlich wie nur möglich. Die Marinade gut ins Fleisch einmassieren und zumindest für 30 Minuten stehen lassen. Alternativ könnt ihr das Fleisch auch schon am Vorabend bzw. Vortag marinieren und kühl stellen. Danach wird der Reis gründlich gewaschen, bis das Wasser klar ist. Ich verwende hier übrigens Basmati-Reis. Danach wird das Gemüse geschnibbelt und da empfehle ich euch insbesondere die Karotten möglichst klein und fein zu schneiden, denn die haben eine etwas längere Garzeit und es soll ja am Ende des Gerichts fertig sein, also sollen alle Zutaten zur gleichen Zeit gar sein. Und zurück zum Fleisch. In einer möglichst großen Pfanne oder einem sehr großen Topf erhitzt ihr etwas Sonnenblumenöl und bratet das Fleisch scharf von beiden Seiten an. Das dauert ungefähr 2 bis 3 Minuten pro Seite. Das heißt, das Fleisch muss nicht durch sein, sondern soll einfach nur richtig schön Farbe annehmen und wir wollen auch am Boden diesen Bratenrückstand haben, der dem Gericht ganz viel Geschmack verleiht. Nehmt das Fleisch heraus, stellt es zur Seite und in derselben Pfanne werden jetzt die Zwiebelwürfel angeschwitzt. Es folgen die Karotten und Paprikawürfel. Jetzt fügt ihr Knoblauchpaste und Tomatenmark hinzu. Außerdem die Gewürze samt Salz und Pfeffer, denn später nachzuwürzen wird schwierig. Danach folgt der gewaschene Reis, dieser wird gründlich eingerührt und ihr könnt alles ablöschen mit der Hühner- bzw. Gemüsebrühe. Gründlich umrühren und die Reiskörner schön in die Flüssigkeit drücken und danach alles auf höchster Stufe einmal aufkochen. Ist alles aufgekocht, reduziert ihr die Hitze auf, bei mir ist das Stufe 4 bis 5 von 9, rührt die Rosinen ein, gebt das Fleisch dazu, einen Deckel drauf und jetzt wird das Ganze ungefähr 15 bis 20 Minuten lang gekocht und zwar so lange, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat und weich ist. Den Fleischsaft, der sich hier gebildet hat, unbedingt mit dazugeben, denn da ist ganz viel Geschmack drin. Dass das Gericht fertig ist, erkennt ihr nicht nur am weichen Reis, sondern ihr drückt einfach den Stiel eines Kochlöffels hinein und wenn am Boden keine Flüssigkeit mehr zu sehen ist, dann ist es bereit. Danach schaltet ihr den Herd aus, lasst die Pfanne aber noch auf der warmen Kochplatte stehen für ungefähr 5 Minuten. Im Anschluss könnt ihr den Reis mit frischen oder gefrorenen Kräutern bestreuen. Ich verwende ganz gerne Schnittlauch und Petersilie und es darf angerichtet werden. Ich finde, es gibt kulinarisch gesehen nichts Schlimmeres als trockene Reisgerichte und genau das wollte ich mit diesem Gericht vermeiden. Ich hoffe, man sieht im Video, dass nicht nur das Fleisch schön saftig ist, sondern auch dieser leckere Gemüsereis. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich mit einem Kommentar, einem Daumen hoch und einem Abo machen. Aber was ihr auch machen könnt ist, ihr könnt euch in meinem Shop auf meinem Blog eine Küchenschürze bestellen und über den PayPal-Link könnt ihr mir ein kleines Trinkgeld dalassen, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.